Weichheit, Lockerheit, Flexibilität, das sind ideale Stichworte, wenn man ans Trompete spielen denkt. Doch wie jeder weiß ich auch, dass es natürlich nicht immer der Fall ist, dass genau diese Punkte eintreffen, sondern oft hat man einen engen Hals, man ist körperlich oder mental verkrampft, man atmet flach ein oder eben diesen Widerstand im Hals und hat natürlich sofort Auswirkungen auf Klang, auf Flexibilität, die eben dann nicht vorhanden ist. Es klingt eng, es ist unglaublich anstrengend, was man auf der Trompete übt oder trainiert oder spielt. Und da gibt es natürlich einige Übungen, mit denen man gegen diese Einstellungen bzw. dieses Antrainierte anarbeiten kann. Die erste Übung, die man da hat, ist zum Beispiel, wenn du die Töne spielst, lang ausgehalten und nach unten etwas durchhängen lässt. Ich mach's dir mal vor, ich spiele den Ton G1 und lasse es etwas nach unten gleiten und kehre wieder zurück zu unserem Ausgangston. Es geht in Richtung Töne treiben, aber letztendlich kann ich diese Übung nur machen, wenn ich wirklich auch locker bin, wenn der Ansatz nicht zu stark angespannt ist. Und das kannst du natürlich jetzt auf alle möglichen Töne übertragen. Also letztendlich sind wir schon nah am Töne treiben. Was da jetzt natürlich noch fehlt, dass wir das bruchlose Übergleiten zum nächsten Naturton hätten. Das ist die erste Übung, also ein angedeutetes Töne treiben in dem Fall, damit eben der Ansatz, die Muskulatur lockerer wird. Eine Übung, die ich dir schon in dem einen oder anderen Video gezeigt habe, ist das typische, die Trompete aufhängen. Bei mir ist es das dritte Ventil, dass man einigermaßen Balance auf dem Instrument hat und mit den Lippen auch ansetzen kann. Also wichtig ist, dass man hier nicht drückt, sondern möglichst ohne Druck vom Mundstück auf die Lippen versucht eben Töne zu spielen. Das gleiche haben wir schon mal gemacht, indem wir unsere Trompete eben auf den Fingern balancieren, auf Mundrohr bzw. Trichter. Auch hier ist es so, sobald ich anfange zu drücken, würden sofort meine Finger auf dem Rohr rutschen und ich merke, alles klar, jetzt habe ich wieder angefangen und versucht mit Druck nach oben zu spielen. Und da kannst du eben trainieren, also wenn man zum Beispiel Trompete hier so liegen hat, also dass man Töne nach oben schleudert, ohne dass man mit den Fingern das Instrument, mit den Händen das Instrument gegen die Lippen drückt, sondern dass man eben merkt, okay, jetzt fange ich wieder an mit den Fingern auf den Rohren zu rutschen und deswegen ist der Druck auch zu groß. Der Hals ist eng, das ist auch meistens der Fall, wenn man gestresst ist, beziehungsweise wenn man nach längerer Pause wieder anfängt, Trompete zu üben. Man versucht, das Ganze natürlich mit viel Luft zu spielen, automatisch macht unser Hals aber eng. Das heißt, wir müssen uns kümmern, dass der Hals nicht eng wird. Ein Tipp ist schon mal vorneweg, eine Lautstärkenstufe leiser zu spielen. Dann nimmst du etwas Belastung, etwas Luftdruck aus dem Körper. Wenn du aber merkst, okay, es geht nicht raus, dann empfehle ich immer diese Übung. Mundrohr in den Mund. Und im Mezzo Piano, Mezzo Forte die Luft nach außen bringen. Keinesfalls solltest du die Luft dementsprechend energisch und massiv durch das Instrument pusten. Dann haben wir nämlich den gleichen Effekt wieder wie vorher beim Trompete spielen. Weich und rund soll es sein. Und dieses Gefühl überträgst du jetzt aufs Trompete spielen, mittlerer Ton. Und dann machst du eben deine technischen Übungen und versuchst immer darauf zu achten, dass der Hals weit ist. Ähnlich wie beim Gähnen. Manche sagen auch, man soll die Luft einstaunen, also dass eben hinten alles weich und offen ist. Beim Trompete spielen dann, also wenn du Luft nach außen bringst, genau auf das gleiche achten, dass der Hals eben offen bleibt und nicht zumacht, wie bei anderen körperlichen Aktivitäten.
Auch wenn man in die Höhe spielt, ist das Problem natürlich immer präsent. Man macht einen engen Körper, einen engen Hals, viel Luftdruck und versucht dann oben die Töne irgendwie aus der Trompete herauszuquetschen. So fühlt es sich auf jeden Fall an, wie wenn ich eine Orange oder eine Zitrone auspresse bis auf den letzten Tropfen. Und das ist natürlich kontraproduktiv für Ausdauer, für Klang etc. pp. Also die Übung wäre folgende. Wir bewegen uns chromatisch und spielen nach oben bis zum C3. Wichtig ist jetzt, dass du oben nicht im Forte oder im Fortissimo oder noch mehr ankommst, sondern dass du dich im Mezzo, Forte, Piano oder Mezzo-Piano-Bereich bewegst. So, und jetzt, wenn wir da oben sind, können wir auch dann dementsprechend einsteigen. Also ich habe mir meine Stellung, meinen Luftstrom und so weiter und so fort, die Einstellung gemerkt und versuche jetzt nach oben chromatisch zu gehen, ohne Druck aufzubauen, ganz wichtig. Du kannst natürlich dann zwischen deinen Tönen hin und her spielen, das auch etwas länger laufen lassen, das Ganze in Zeitlupe machen. Wichtig ist immer nur, dass du nicht spürst, dass du dieses Typische, also wer es macht, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Pass auf, dass du locker bleibst, dass du eben nicht zu viel Energie verschwendest, indem du körperlich dich einfach überanstrengst. Mach es auf die technische Art und Weise und dann wirst du merken, okay, die Töne kommen da oben auch und du gewinnst auch Sicherheit und kannst dich später auch lockerer, leiser, flexibler, schöner spielen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg. Schreib in die Kommentare, wie du es geschafft hast, lockerer, weicher, flexibler zu spielen und halte uns auf dem Laufenden, wie deine weitere Entwicklung ist. Lass am Ende noch ein Like und Abo da. Das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao, euer Nico.